elaboration on this can easily be understood in case we think beyond ego. But Also es kann nur verstanden werden, wenn wir jenseits von unserer Ich-Bezogenheit denken. But our ego thinks that everything I will be able to do by myself and I do not need any external help. Aber unser Ego gaukelt uns vor, dass es sagt, also ich kann alles selber tun und ich brauche niemanden, um irgendetwas umzusetzen. Is that a reality? No. Ist das die Realität? Reality is that none of the work you can do by your own self unless you get helped by external source. Die Wahrheit ist aber, dass du überhaupt nichts aus dir selbst heraus tun kannst. Du brauchst immer irgendwelche Unterstützung und Begleitung. Can you speak Chinese? Hindi? Bist du Chinesisch oder Hindi? No. I cannot speak German. Ich kann nicht Deutsch sprechen. You know why? Weißt du warum? Because nobody has taught us. Weil mir das niemand beigebracht hat. If somebody has not taught me, I will not be able to speak mom and father also. Also wenn mir das niemand beigebracht hat, dann bin ich auch nicht in der Lage, zum Beispiel Mama zu sagen oder Papa. Therefore, our life is governed by 5 gurus. Und deshalb werden wir in unserem Leben von 5 Lehrern begleitet. Mother, father, surrounding, teacher and spiritual guru. Und zwar sind das Mutter und Vater, das Umfeld, unsere Schullehrer und unsere spirituellen Lehrer. You cannot learn anything without taking the help and assistance from them. Du kannst nichts lernen ohne Okay. So, aber für was ist dann ein spiritueller Lehrer zum Beispiel gut? So for what, for example, is a spiritual teacher, a guru really good for? All 4 gurus before a spiritual teacher teaches us how to learn things. Also alle diese ersten 4 Lehrer, also Mutter, Vater, Umfeld, Schullehrer, lernen uns was wir sozusagen eben zu uns nehmen, bringen uns was bei. Learning is very important in life. Lernen ist sehr wichtig im Leben. But there are certain things we must unlearn also in our life. Aber da gibt es eben auch einige Sachen, die müssen wir auch wieder verlernen. We must unlearn our egoistic nature. Wir müssen zum Beispiel unsere egoistische Natur verlernen. We must unlearn jealousy present in us. Wir müssen verlernen, Neid in uns zu haben. We must unlearn several negative emotions which are present in ourselves. Und es gibt auch noch andere negative Emotionen, die wir in uns tragen und die es gut ist zu verlernen. A spiritual guru gives us initiation. Unser spiritueller Lehrer gibt uns eine Einweihung. And by the energy created by the vibrations of initiation, he guides us how to cleanse our tattvas. Und durch die Energie, die er seinen Schülern also gibt, das hilft dabei, also die Tattvas, also die Grundelemente des menschlichen Daseins zu reinigen. Making us go little away from those emotions. Was uns eben dabei hilft, von unseren Gefühlen weiter wegzukommen, von diesen Emotionen. That is what the purpose of a spiritual guru in your life is.
das ist der Grund, warum es Sinn macht, einen spirituellen Lehrer zu haben. Okay, es gibt ja aber eben doch sehr spirituelle Menschen, die oft sagen, dass sie gar keinen Guru brauchen, weil sie mit der spirituellen Welt verbunden sind und auch durch die geistige Welt geleitet werden. Also übersehen die vielleicht was? So very spiritual people often say that they don't need a guru. They are connected to the spiritual world and are guided by the spiritual world. Are they overlooking something? Of course they are overlooking. Ja, natürlich übersehen die was. And how? It's ego that I know everything. Also inwiefern? Es ist eben wieder das Ego, was ihm da im Wege steht. Ne? Und das sagt ihm, ich kann alles allein. Reality is, more I come to know, more I understand that more is still left to be known. Aber tatsächlich ist es so, dass umso mehr du verstehst und umso mehr du wirklich tief weißt, umso mehr gibt es auch, was du nicht verstehst und was du noch nicht weißt. Informations, knowledge and wisdom in this universe is immense. Die Information, das Wissen und die Weisheit sind in diesem Universum unendlich groß. And we always learn from each other. Und wir lernen alle voneinander. Gurus also learn sometimes from your disciples. Ein Guru lernt auch manchmal von seinen Schülerinnen und Schülern. And disciple definitely learns from gurus. Und die Schüler und Schülerinnen lernen auf jeden Fall von ihm. I can close my eyes and can say that sun is not there. Ich kann meine Augen schließen und sagen, die Sonne ist nicht da. I can close myself totally with my ego and say that I don't need anybody. Ich kann mich total verschließen in meinem Ego und kann sagen, ich brauche niemanden. But truth will always remain. I will always need you. Aber die Wahrheit ist, wird immer bleiben, dass ich dich brauche. Truth will always remain that you will always need me. Und die Wahrheit wird auch immer bleiben, dass ich We, dich brauche. we always need each other. Wir brauchen einander immer. You take any incidents. Say, take the incidence of cooking today. Nehme zum Beispiel du willst etwas kochen heute. I can say, I cooked and that was perfect. Ich kann sagen, ich habe gekocht und es war fantastisch. But before I started cooking, my son has brought all the ingredients from the store. Aber bevor ich angefangen habe zu kochen, hat mein Sohn erstmal alles eingekauft im Supermarkt. Without which cooking was not possible. Ohne das wäre das Kochen gar nicht möglich gewesen. And before he brought it from the store, somebody has brought it to a store. Und bevor er das im Supermarkt einkaufen konnte, gab es auch andere, die es erstmal an den Supermarkt geliefert haben. Before then that, somebody has harvested it. Und davor hat es jemand geerntet. Before then that, somebody has plowed the field in which it was grown. Und vorher hat jemand das Feld bestellt, in dem das Gemüse erstmal wachsen konnte. Somebody has given water. Jemand hat Wasser gegeben. Somebody has produced the pipe to irrigation. Jemand hat die Wasserleitung hergestellt für die Bewässerung. Somebody has manufactured fertilizer. Jemand hat Fertilizer. To grow this food. Sorry, what? To grow this food. Ja, sozusagen, um das Gemüse zu nähren. Somebody has manufactured tractor to plow the field. Jemand hat die Traktoren hergestellt, die genutzt wurden, um das Feld zu bestellen. So many people got involved, then I was able to cook. So viele Menschen waren darin involviert, meine Mahlzeit zu kochen. This ego that I'm independent and I do not need anybody is a big ego.
Also dieses Ego zu sagen, ich brauche niemanden und ich kann alles alleine, das ist ein sehr, sehr großes Ego. We must all go away from it. Wir alle müssen davon wegkommen. I cannot learn Ma, I cannot learn Pa unless my mother, the great guru, the great first guru of my life, has taught me. Ich kann nicht Mama oder Papa sagen, wenn nicht meine erste Lehrerin, meine Mutter, mir das beigebracht hat. Human mind has no capacity of its own. Der menschliche Verstand hat keine eigenständige Möglichkeit, was zu lernen. It has only the capacity of analysis. Er hat nur die Möglichkeit zu analysieren. And it can analyze only those data which you feel in it, which you feed in it. Und es kann nur das nähren, also wo du das Fenster aufmachst. This data feeding is being done by your 5 gurus. Und diese Form des Nährens passiert durch deine 5 Gurus. You cannot understand in-depth wisdom of spirituality. Du kannst aus dir heraus nicht die wahrhaftige Tiefe von Spiritualität verstehen. Unless you are guided by someone who has understood it before you. Es sei denn, du triffst jemanden, der diesen Weg schon vor dir gegangen ist und das verstanden hat. You cannot even explain the taste of a particular chocolate. Du kannst nicht mal den Geschmack fühlen oder spüren von einer speziellen Schokolade, Unless you experience it. bis du es selber gekostet hast und erfahren hast. A spiritual guru is one who shares his experience with you. Ein spiritueller Lehrer ist jemand, der seine Erfahrungen mit dir teilt. Not only by speaking, but also by sharing the energy he has. Und das passiert nicht nur durchs Sprechen, sondern auch dadurch, dass er die Energie teilt mit dir. And therefore, this thought that I am independent, I don't need anybody, is the thought of ego and must be curbed in case you want to practice spirituality. Also dieser Gedanke, ich kann das alles alleine machen, ist also ein Gedanke, der dich nicht weiterführen wird und der dich auf deinem spirituellen Weg nicht weiterbringt. Ego is the enemy of spiritual development. Das Ego ist der Feind der spirituellen Entwicklung. And whoever thinks and says, please understand that he or she is egoistic and millions of miles away from real spirituality. Und wer immer das auch sagt, ich kann das alleine machen, sei gewiss, dass wer immer das sagt, ist in seinem von dem spirituellen Weg. Thank you. Thank you. Thank you. So, wenn aber zum Beispiel auch Menschen, die sind zum Beispiel, die sagen, ich bin geleitet und ich habe alles erreicht und ich gebe alles den Menschen und Dankbarkeit. Was ist zum Beispiel die sind, die auch das Gefühl haben, dass sie von Engeln oder Wesen geführt werden. What is, for example, with people? I know a person, he is very thankful for everything what he experiences in his spiritual life, and he says he's only there for other people anymore. He's full of gratitude. He don't need anything, and he is connected to, let's say, to angels. They are guiding. So, can you elaborate on these? I mean, he says there is no need to elaboration. He says he is guided by somebody. Okay, das braucht keine Erklärung. Er sagt ja schon von sich aus, dass er geführt wird. Maybe an imaginary ghost is guiding him. Vielleicht ist es auch ein vorgestelltes Wesen, was ihn führt. Angels from other world is guiding him. Oder ein Engel aus einer anderen Welt führt ihn.
he is being guided, and it's a nice thing that you are being guided. So, er ist geführt und das ist eine schöne Sache, dass er geführt ist. So, dann ist die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Lehrer in menschlicher Form und einem Lehrer der geistigen Welt? So, what is then the difference between a teacher as a guru as in his human form or a teacher from the spiritual world? Yes. Number one, many a times I do not want to discredit those beautiful souls who are being connected and are able to get the informations. So, also ich habe das auch schon öfter gehört und ich will jetzt niemandem zu nahe treten, also von den Menschen, die diese Erfahrung machen. But what kind of information they get? Was ist diese Art von Information, die sie bekommen? Many of them has visited me. Viele haben mich besucht. Informations are something related to future. Diese Informationen sind oft verknüpft mit der Zukunft. Something related to his life. Oder haben eine Verknüpfung zum eigenen Leben. Something related to diseases. Manchmal ist es verknüpft zu Krankheiten. Something by which he can become rich. Oder wo sie was erfahren, wie sie reich werden können. Guidance comes that you can buy a lottery ticket, they will be able to give you the number. So, es kommt sozusagen so eine Führung, also wenn du das und das kaufst, dann bekommst du das und das dafür. Has any of these things really to do something with the spirituality? Aber haben all diese Dinge auch nur irgendetwas mit Spiritualität zu tun? They are great capabilities. Das sind großartige Fähigkeiten. You can utilize those great energies in your life and you can rise. Du kannst diese wunderbaren Fähigkeiten für dein Leben nutzen und kannst daran wachsen. Spirituality is not about rising. Aber Spiritualität hat nichts mit Anwachsen zu tun. Spirituality is all about knowing you. Spiritualität hat damit zu tun, zu verstehen, wer du wirklich bist. Spirituality is journey from I to we. Es ist die Reise vom Ich zum Wir. It's a journey to finish you. Es ist die Reise, den Lebenszirkel zu beenden And be the source. und die Quelle zu sein. Guidance does not come in these directions. Und die Führung kommt nicht über diese anderen Wege. So it's very nice that we are guided by our inner angels. But So, es ist wunderbar, dass wir von unseren inneren Engeln geführt werden, aber most of the guidance are gross and beyond subtle. meistens ist diese Führung dennoch grobstofflich und fern vom Feinstofflichen. Spirituality is a journey from gross to subtle. Aber Spiritualität ist die Reise vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen. So, enjoy what you are receiving. So genieße, was du empfängst. But do not call it spiritual development. Aber nenn es nicht spirituelle Entwicklung. Spiritual development is such that even when that completeness comes in, the ego for getting the completeness also goes away from you. Also spirituelle Entwicklung heißt, also wenn du vollständig wirst, dass dann auch dein Ego weggeht. It's all about humbleness, it's all about modesty, it's all about being connected to source and to nothing else. Also der Spiritualität heißt sozusagen, da geht es da um Hingabe, um Demut und es geht darum,
sich wirklich mit der Quelle zu verbinden und dort ganz sich aufzulösen. Thank you. Thank you. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, wann brauche ich denn einen Guru? When do I need a Guru? Whenever you want spirituality to grow in you, you need a guru. And Du wirst immer dann einen Guru brauchen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest spirituell wachsen. when a seeker Und wenn ein Suchender is trying to seek a guru, versucht, einen Guru zu suchen, his condition is like a seed. die Umstände sind wie bei einem Samen. Seed which has got the capacity to become a tree. Also ein Samen, der die Möglichkeit hat, ein Baum zu werden. A seed with the possibility that it may get destroyed. Ein Same, der auch die Möglichkeit hat, zu zerstören. Seed with the capacity that somebody can damage it also. Also ein Same, wo auch die Möglichkeit besteht, dass das zerstört wird. So when a seeker is trying to seek spirituality, there are infinite possibilities. Also wenn ein Suchender oder eine Suchende sich auf die Suche begibt, gibt es unendliche Möglichkeiten. One of them is finding your guru. Eine davon ist, einen Guru zu finden. And when you find your guru, you have to hand over this seed. Und wenn du einen Guru findest, dann musst du deinen Samen ihm übergeben. In case seed want to remain seed, there is no use to find guru. Aber wenn der Same einfach nur der Same bleiben will, dann gibt es keinen Grund, einen Guru zu suchen. If you want to attain source, you have to finish yourself. You have to complete yourself. Wenn du dich mit der Quelle verbinden willst, dann musst du wirklich dein Leben beenden als menschliches Wesen, um wirklich mit der Quelle zu verschmelzen. In Hindi there is a saying by a great scholar, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाय. Es gibt ein wunderbares Sprichwort. And the meaning of this is, when I am there, God is not there. Er sagt, wenn ich da bin, ist Gott nicht da. So as long as this I is present in you, it is not possible for you to get connected to source. Das heißt, solange dieses Ich, dieses Ego in dir präsent ist, ist es nicht möglich, sich mit der Quelle zu verbinden. अब हरि हैं मैं नाय means now source is there but I am not there. Aber nun ist die Quelle da und ich bin nicht mehr da. If you want to attain that beautiful connection called yoga, that makes 1 + 1 is equal to 1. Wenn du das treffen willst, was im Yoga genannt wird, 1 und 1 ist gleich 1, You have to leave your I. dann musst du dein Ego verlassen, dein Ich-Bewusstsein. And I is ego. Genau, und das ist das Ich. Aham is a Sanskrit word for I. Das ist ein Sanskritwort für Ich. There are two languages which are very ancient. Da gibt es, can you repeat this? Two languages are ancient. Da gibt es 2 uralte Sprachen. Latin and Sanskrit. Und zwar Latein und Sanskrit. They are mother of many languages. Die sind die Mütter von vielen Sprachen. In Sanskrit, I is called Aham. In Sanskrit wird das Ich genannt Aham. And ego is also called Aham. Und das Ego wird auch Aham genannt. Let's go to Latin. Latin, I is called ego. Und
Und im Lateinisch wird das Ich Ego genannt. Ego is also called ego. Ego ist also? Called ego. Ah ja, Ego ist also auch, Ich wird also auch Ego genannt. So in both these ancient languages, there has to be a reason that I is nothing but ego. Also da muss ein Grund dafür sein, dass in diesen uralten Sprachen das Ich immer Ego genannt wird. And this verse, this saying says, as long as ego is present in you, you are far away from the source. Und das ist, was dieses Sprichwort sagt, solange das Ego präsent ist, bist du weit entfernt von der Quelle. If you want to be source, you have to be far away from I. Wenn du Quelle sein willst, dann musst du weit weg sein vom Ich. Decision is yours, you have to choose between ego and source. So die Entscheidung liegt bei dir, zu entscheiden, ob du die Quelle sein willst oder das Ich. Thank you. Thank you so much, Guruji. Wir sind jetzt am Ende unseres Instagram Live. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Thank you so much, Guruji, that you were here for our Instagram Live, and thank you for your deep wisdom. Thank you so much, and thanks to all of you who has come here to listen us. Thank you so much.